Hallo Leute, hier ist Moritz von MTB News. Ich hoffe, es geht euch gut. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Hinter mir steht das brandneue Canyon Spectral. Canyon hat das Spectral neu aufgelegt. Es ist jetzt die 4. Generation. Und auf den ersten Blick hat sich beim Spectral gar nicht so viel verändert. Aber der Teufel, der steckt natürlich wie immer im Detail. Was sich alles getan hat und wie sich das neue Spectral auf dem Trail fährt, das erkläre ich euch jetzt hier heute im Video. Wir legen einfach mal los mit einer kleinen Einordnung. Was ist das Spectral überhaupt? Das Spectral ist natürlich das Trailbike, der Trailbike-Klassiker, muss man ja fast schon sagen, aus dem Hause Canyon. Generell ist aber bei Canyon ganz schön viel los. Es gibt das Lux Trail, das ist das Downcountry-Rad von Canyon, jetzt ganz neu vorgestellt worden. Es gibt das Spectral 125, ein Rad, von dem wir ziemlich begeistert sind. Das ist der wilde kleine Bruder vom Spectral. Es gibt das Spectral, da steht's. Es gibt das Neuron, das ist auch ein Trailbike, allerdings ein bisschen tourenlastiger. Und es gibt das Strive, 5 Räder. Das Strive ist das Enduro Racebike von Canyon. Das Spectral ist das Trailbike, der Allrounder, der Alleskönner, das Schweizer Taschenmesser, nur nicht aus der Schweiz, sondern aus Koblenz. Und das Spectral ist für Canyon auch so das wichtigste Trailbike. Es hat jetzt neuerdings nur noch 140 mm Federweg am Heck, davor waren es 150, jetzt ein bisschen weniger, dadurch rückt es natürlich ein bisschen näher ran ans Spectral 125, entfernt sich ein bisschen mehr vom Strive. Es soll bergauf richtig gut sein, es soll bergab aber noch besser sein. Also ja, eigentlich das Rad von Canyon, das alles können soll und das vor allem auf den Home Trails einfach hier in Deutschland eine richtig, richtig gute Figur machen soll. Diese 140 mm Federweg, die das neue Spectral jetzt hat, das ist auch eine Zahl, die man bei immer mehr Trailbikes sieht. Also wenn ich da so an die direkten Konkurrenten denke, das neue YT Jeffsy hat 140 mm, das Propane Eugene, eines der populärsten Trailbikes definitiv, hat 140 mm Federweg. Das Track Fuel EX hat genau dieselbe Kombination, 140 mm Federweg hinten, 150 mm Federweg vorne. Ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Maß für so einen Home Trail Allrounder. Es gibt insgesamt 4 wichtige Änderungen, die das neue Spectral vom bisherigen Spectral unterscheiden, und die will ich euch jetzt erklären. Erste Änderung betrifft die Laufradgröße, 29 Zoll oder Mullet. Die zweite Änderung bezieht sich auf das Storage-System, das ist hier nämlich beim neuen Spectral wirklich sehr schön gelöst. Dann unterhalten wir uns noch kurz über das Thema KISS und dann gehe ich am Ende noch mal ganz kurz auf das grundlegende Hinterbaukonzept und den Federweg ein, was sich Canyon dabei gedacht hat. Wir legen jetzt aber los mit der Laufradgröße. Bisher war es so, wenn ihr ein Spectral wolltet, musstet ihr euch entscheiden zwischen Spectral 29 mit 29 Zoll Laufrädern oder Spectral Mullet mit 29 Zoll vorne, 27,5 Zoll hinten. Und ihr hattet dann auch keine Möglichkeit mehr, zwischen den Laufradgrößen zu wechseln. Also ihr musstet euch für eine Variante entscheiden und damit musstet ihr dann glücklich sein. Beim neuen Spectral ist es so, ihr müsst euch immer noch für eine Variante entscheiden, also 29 Zoll oder Mullet, aber ihr habt dank eines kleinen Flip-Chips hinten an den Ausfallenden die Möglichkeit, jederzeit die Laufradgröße zu wechseln. Also ihr dreht einfach den Flip-Chip um und dann solltet ihr natürlich noch das passende Laufrad haben, aber dann könnt ihr einfach zwischen 29 Zoll und Mullet hin und her wechseln. Das macht's für Canyon leichter, das macht's für alle Kundinnen und Kunden leichter. Es ist eine sehr schöne Lösung und für mich bringt die Variante eigentlich nur Vorteile mit sich. Der zweite wichtige Punkt, der das neue Spectral vom Vorgänger unterscheidet, ist das Storage-System. Ihr habt es vielleicht schon am Oberrohr gesehen, da ist so ein kleines Multitool mit Canyon-Schriftzug integriert. Da habt ihr generell so 3 Mounting Points für Toolstraps. Gibt es ja inzwischen sehr, sehr viele verschiedene Varianten und sehr viele praktische Lösungen. Was aber noch wichtiger ist, auf dem Unterrohr habt ihr jetzt neuerdings eine Klappe, einen sehr großen Hebel, den legt ihr um und dann öffnet sich da, Halleluja, ein Staufach. Ihr könnt praktisch das ganze Unterrohr vom Spectral als Stauraum nutzen und das ist eine sehr coole, sehr praktische Sache, weil über diese Öffnung wirklich sehr viel reinpasst und ihr einfach alles mitnehmen könnt, was ihr auf dem Trail braucht. Zum Beispiel hier diese wunderschöne schwarze Wurst, die kann man aufmachen. Da ist alles dabei, was ihr für einen Defekt auf dem Trail braucht. Es ist ein Ersatzschlauch integriert. Hier ist eine CO2-Kartusche, die fummel ich jetzt mal nicht raus, sondern lasse da drin. Der passende Aufsatz ist natürlich auch dabei. Und in Kombination mit dem integrierten Multitool am Oberrohr habt ihr eigentlich wirklich alles dabei, um einen normalen Defekt, der bei einer typischen Trail-Ausfahrt auch mal auftreten kann, im Handumdrehen zu reparieren.
Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt keinen Bock auf diese schöne schwarze Wurst, könnt ihr es auch einfach weglassen. Das Staufach könnt ihr trotzdem nutzen, könnt ihr reinfüllen, was ihr wollt, egal ob jetzt Haribo oder ein Müsli-Riegel oder ein kleines Dürüm oder was auch immer. Es gibt sogar von Canyon wohl eine spezielle Regenjacke, die genau in dieses Staufach reinpasst. Die habe ich persönlich jetzt noch nicht gesehen, finde ich aber eigentlich eine ganz interessante Lösung. Dieses Staufach braucht man nicht unbedingt, aber es ist natürlich super praktisch, sowas zu haben, weil es macht einen Rucksack fast schon überflüssig. Eine Trinkflasche passt natürlich auch ins vordere Rahmendreieck rein. Der Flaschenhalter befindet sich auf der Abdeckung vom Staufach und so könnt ihr beim Spectral einfach alles direkt am Rad dabei haben, was ihr für eine typische Trailausfahrt braucht. Die wohl wichtigste Neuerung am neuen Canyon Spectral ist das KISS-System. Das KISS-System ist im Oktober 2022 von Canyon und Synthaze gemeinsam vorgestellt worden. Bisher gab es es auch nur an Rädern von Canyon und von Leitbill. Und das ist im Prinzip ein Lenkungsstabilisator. Man sieht es auf dem Oberrohr, da ist so eine kleine Platte, die man öffnen und schließen kann. Und im Oberrohr, wenn ich jetzt mit einer Säge hingehen würde und das Oberrohr durchsägen würde, was Canyon wahrscheinlich nicht so gut gefallen würde, deswegen mache ich es jetzt mal nicht, aber im Oberrohr sind 2 Federn integriert und die sind mit einem Kevlarseil mit dem Steuerrohr verbunden. Und die Federn sind vorgespannt und im Prinzip bewirken die, dass wenn ihr einlenkt, dass sich die Lenkung wieder zentriert, also es wird zurückgelenkt. Normalerweise bei einem Fahrrad, das dieses System nicht hat, lenkt ihr ein und irgendwann kippt das Vorderrad weg und das war's. Mit dem KISS-System zentriert sich die Lenkung jedes Mal wieder aufs Neue und zwar automatisch. Das führt laut Canyon zu zahlreichen Vorteilen auf dem Trail, vor allem dadurch, dass einfach so ungewollte Störeffekte rausgenommen werden. Außerdem soll es auch zu weniger Ermüdung führen. Und ja, so ein Lenkungsstabilisator, den kennt man auch einfach vom Auto. Da ist es auch ganz normal, wenn ihr einlenkt und das Lenkrad loslasst, dann zentriert sich die Lenkung hier auch wieder. Canyon hat sich dafür entschieden, dieses KISS-System jetzt serienmäßig bei allen neuen Spectral-Varianten einzusetzen. Ihr habt die Möglichkeit, mit einem Inbusschlüssel auf dem Oberrohr die Vorspannung der Federn einzustellen, von einer eher schwachen Vorspannung bis hin zu einer sehr starken Vorspannung. Und das bewirkt einfach, wie stark dieses System eingreift. Da noch ein wichtiger Unterschied für all diejenigen von euch, die das KISS-System bereits kennen. Im schwächsten Setting fällt das KISS-System jetzt schwächer aus, als beim bisherigen Spectral mit KISS der Fall war. Das ist noch so ein wichtiger Aspekt, den wir nicht unterschlagen sollten. Jetzt noch die letzte wichtige Änderung, der Hinterbau und der Federweg. Am Hinterbau hat sich nicht viel geändert, beziehungsweise eigentlich hat sich gar nichts geändert. Es sieht immer noch aus wie ein Spectral. Canyon hat hier ziemlich viel rumexperimentiert. Angeblich haben sie auch Spectral-Varianten mit virtuellem Drehpunkt getestet und so weiter. Ein super funktionierender Hinterbau war wohl für das Entwicklungsteam auch so der wichtigste Aspekt bei der Entwicklung des neuen Spectrals. Man hat sich in Koblenz dann allerdings dafür entschieden, der bisherige Hinterbau, das System funktioniert so gut, da gibt es keinen Änderungsbedarf. Das neue Spectral hat aber jetzt 10 mm weniger Federweg, 140 mm. Gleichzeitig ist der Anti-Squat ein bisschen reduziert worden, was auf dem Trail für weniger Pedalrückschlag bei Abfahrten sorgen soll. Das bedeutet dann auch, dass das Rad in der Theorie im Uphill nicht mehr ganz so effizient ist. Allerdings muss man an der Stelle auch wieder erwähnen, dadurch, dass der Federweg reduziert worden ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel Bewegung im Hinterbau. Das heißt, in der Summe soll das neue Spectral auf dem Trail eigentlich so performen, der Hinterbau so performen, wie es beim alten Spectral schon der Fall war, nur eben jetzt mit 10 mm weniger Federweg. Das ist definitiv auch gut so, denn in der Hinsicht hat uns das bisherige Spectral wirklich begeistert, sollte beim neuen Spectral nicht anders sein. Was auch noch wichtig für Canyon war bei der Entwicklung, war das passende Verhältnis aus Flex am Hinterbau in Relation zum Flex am Hauptrahmen. Da wurden auch Studien durchgeführt und so weiter. Und rausgekommen ist ein Hinterbau, der jetzt ein bisschen flexibler als bisher ist, in Kombination mit einem steifen Hauptrahmen. Dass man einerseits die Präzision am Hauptrahmen hat, andererseits aber auch diesen gewissen Komfort am Hinterbau. Ansonsten gibt es noch so ein paar kleine Details jetzt hier im Schnelldurchlauf. Es gibt einen kleinen Flipchip, um die Geometrie anzupassen, ist schön gelöst. Der wirkt sich auf den Lenkwinkel und die Tretlagerhöhe aus. Canyon hat sich dagegen entschieden, vorne im Steuerrohr durch verschiedene Inserts so eine Reach-Anpassung oder eine Lenkwinkelanpassung zu realisieren, weil man bei Canyon einfach will, dass das Spectral ein sorgenfreies, robustes, eher simples Trailbike ist. Aus dem Grund hat man sich bei Canyon auch dagegen entschieden, die Kabel durch den Steuersatz zu verlegen. Da hat man auch die Kundinnen und Kunden gefragt. Keine so schlechte Idee und dann kam raus,
Die Leute haben eigentlich gar keinen Bock, dass die Kabel durch den Steuersatz durchgehen, sondern beim Spectral gehen die Kabel ganz klassisch an der Seite vom Steuerrohr in den Hauptrahmen rein, werden da intern geführt bis zu ihrem Bestimmungsort. Und der Hinterbau ist auch sehr, sehr umfassend mit Gummiprotektoren geschützt, dass die Kette oder Stein oder was auch immer keine Geräusche verursachen. Zum Launch bietet Canyon 4 Varianten vom neuen Spectral an. 2 davon haben einen Shimano-Antrieb, die anderen beiden haben einen SRAM-Antrieb. Es gibt 3 Versionen mit Fox-Fahrwerk, eine mit RockShox-Fahrwerk. Das Top-Modell hat eigentlich alles dran, was man sich von einem guten Trailbike wünscht. Also Fox Factory-Fahrwerk, DT Swiss Carbon-Laufräder, SRAM Eagle Transmission. Mehr geht eigentlich nicht. Wir haben die Version 1 drunter bekommen mit einem RockShox Ultimate-Fahrwerk, SRAM Code RSC-Bremsen, der GX Eagle Transmission und Aluminium-Laufrädern von DT Swiss. Also eigentlich meiner Meinung nach braucht man nicht mehr an einem Trailbike, ist eine super solide Ausstattung. Es gibt auch noch eine Collective-Edition ohne Vokale, dafür mit noch mehr Fokus auf Abfahrt, unter anderem durch einen Coildämpfer. Wie gesagt, 4 Versionen gibt es zum Start, alle mit Carbonrahmen. Preise liegen mir jetzt noch nicht vor, da einfach mal ins Review auf MTB News schauen. Das verlinken wir euch natürlich gerne, da findet ihr auch alle weiteren Details zu den Ausstattungen. Kommen wir jetzt aber zum wichtigsten Teil, dem Fahreindruck. Wir konnten das neue Spectral insgesamt knapp 4 Wochen lang vor dem Launch fahren auf unseren Home Trails. Und wie eben schon gesagt, wir sind bei uns ziemlich große Fans vom bisherigen Spectral. Deswegen haben wir jetzt keine Überraschungen erwartet und wir wurden noch nicht überrascht. Das ist definitiv positiv zu verstehen. Das neue Spectral knüpft da an, wo das bisherige Spectral aufgehört hat. Bergauf macht es eine super gute Figur. Mir persönlich hat die ausgewogene Sitzposition richtig gut gefallen. Der Sitzwinkel ist steil, aber nicht super steil. Das heißt, man sitzt nicht so gefühlt auf dem Vorbau und hat super viel Last auf den Händen, sondern man tritt schon noch so ein kleines Stück von hinten. Für mich eigentlich eine optimale Sitzposition im Uphill. Das Heck ist sehr traktionsstark, wenn es auch mal in technische Anstiege geht. Ansonsten über einen kleinen Hebel könnt ihr natürlich auch den Dämpfer ruhig stellen und dann tut sich hinten am Heck auch wirklich gar nichts. Also für Asphaltanstiege im gelockten Modus, ansonsten bin ich den Dämpfer offen gefahren. Macht im Uphill wirklich eine super gute Figur. Bergab hat mir das neue Spectral ebenfalls richtig gut gefallen. Es ist so ein Rad, man setzt sich drauf und fühlt sich eigentlich sofort wohl. Ich hatte jetzt auch nicht den Eindruck, dass mir 140 mm Federweg zu wenig auf meinen Home Trails sind. Also da war es eigentlich ein super gutes Maß, dass das Rad viel Sicherheit vermittelt, aber gleichzeitig auch noch so ein bisschen Feedback vom Untergrund weitergibt. Und das will man ja bei einem Trailbike, dass es halt nicht einfach nur alles plattwalzt, sondern dass man auch noch so ein bisschen mit dem Trail spielen kann, merkt, was unter einem passiert. Und das macht das Spectral meiner Meinung nach richtig gut. Was mir ebenfalls super gut gefallen hat, war, wie leise das neue Spectral ist. Das kommt auch durch die neue Eagle Transmission, die ja insgesamt sehr leise ist. In Kombination mit dem umfassenden Schutz am Hinterbau hört man wirklich gar nichts außer den Reifen und dem Trail und dem Fahrtwind. Also eine bessere Kombination gibt es meiner Meinung nach eigentlich nicht. An der Stelle definitiv großes Kompliment an Canyon. Da haben sie beim neuen Spectral alles richtig gemacht. Jetzt ist natürlich noch die Frage, der Elefant im Raum, das KISS-System. Braucht man das? Braucht man es nicht? Das kommt ja jetzt standardmäßig beim neuen Spectral. Meiner Meinung nach braucht man es nicht unbedingt. Es wirkt sich definitiv aufs Fahrverhalten aus. Ich bin zunächst im mittleren Setting gefahren, also wo die Federn so mittel vorgespannt waren. Und da kam ich mir so ein bisschen entkoppelt vor. Also das Rad unter mir hat gemacht und war dabei auch schön stabil. Aber ich musste mich so ein bisschen umgewöhnen, dass ich eigentlich das Rad machen lasse und nicht so aktiv auf dem Fahrrad drauf sitze. Das war für mich ja, einfach so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe es dann umgebaut ins schwache Setting. Das ist wirklich eine Sache von 2 Sekunden. Also Schraube lösen, nach vorne schieben, Schraube feststellen. Und dann hat sich das Rad für mich deutlich natürlicher angefühlt. Braucht man es unbedingt? Ich würde sagen, nein. Aber ich muss auch ganz klar dazu sagen, es ist Gewöhnungssache. Und ich fahre als Tester sehr, sehr viele verschiedene Räder und fahre immer wieder andere Räder. Das heißt, ich habe gar nicht so wirklich die Zeit, mich so extrem lang an ein System zu gewöhnen, sondern ich komme immer wieder von normalen Mountainbikes und wenn ich mich dann auf ein Fahrrad mit KISS setze, dann fühlt sich das natürlich erstmal ziemlich ungewohnt an und das Gefühl, das verschwindet dann relativ schnell, aber geht nicht ganz weg. Das heißt, in meinem Fall ist es mir lieber, das Rad ohne KISS zu fahren, aber ich kann auch total nachvollziehen, wenn man sich an dieses System gewöhnt, dass man dann sagt, hey, das ist total super und nichts anderes will ich. Von daher werde ich jetzt nicht losgehen und sagen, ihr müsst euch ein Trailbike mit KISS kaufen,
aber ich würde es auch nicht negativ bewerten. Hallo. Alles in allem ist das neue Canyon Spectral definitiv ein richtig gutes Mountainbike, zumindest nach unserem ersten Eindruck. Wenn man mich jetzt fragen würde, ob man unbedingt losziehen muss und das neue Canyon Spectral kaufen muss, wenn man das bisherige Spectral schon im eigenen Fuhrpark stehen hat, würde ich sagen, nee, muss man nicht. Die Unterschiede, ja, die sind eher evolutionärer als revolutionärer Natur. Es ist ein sehr gutes Fahrrad, jetzt einfach noch ein kleines Stückchen besser als der Vorgänger, aber der Vorgänger ist auch schon richtig gut. Wenn man allerdings auf der Suche nach einem neuen Trailbike ist und da die freie Wahl hat, dann muss das neue Canyon Spectral eigentlich definitiv in die engere Auswahl kommen. Ich persönlich bin mega gespannt, wie sich das Spectral in unserem Vergleichstest schlägt gegen die Konkurrenz, gegen das YT Jeffsy, gegen das Trackfuel EX, gegen andere moderne Trailbikes. Um den Vergleichstest nicht zu verpassen, am besten einfach unseren Kanal abonnieren, damit ihr alle Videos von uns immer direkt angezeigt bekommt. Wenn ihr irgendwelche Fragen zum neuen Canyon Spectral habt, dann einfach unten ab in die Kommentare damit. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!